Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nach einer klitzekleinen, leider eher unfreiwilligen Pause bin ich heute wieder zurück. Ich dachte, warum machen wir nicht mal wieder so ein klassisches Favoriten-Highlights-Video aus der letzten Zeit, und deswegen mache ich das heute. Ich zeige euch so ein paar Highlights von mir, aber vor allem auch ein paar Highlights von meinem Sohn, ein paar Beschäftigungsideen, die ihm ganz toll gefallen und mir dementsprechend auch. Bei Highlights für mich, muss ich sagen, ist es mir so ein bisschen schwer gefallen, weil ich aktuell halt auch nicht viel Neues ausprobiere. Ich habe aber so ein paar Sachen gefunden, die ich im Moment wirklich total feiere. Deswegen lege ich damit jetzt erstmal einfach los mit den paar klitzekleinen Highlights von mir aus der letzten Zeit. Und das allererste ist ein Buch. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich total gerne lese, und ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, in dem es rund um das Thema Bücher geht. Ich verlinke euch den mal da oben, wenn ihr Interesse dran habt, dann schaut dabei vorbei. Also es geht halt wirklich nur um Bücher, wenn euch das sonst nicht interessiert. Ne, wisst ihr Bescheid. Aber ich habe ein Buch gelesen in der letzten Zeit und das hat mich wirklich ganz doll begeistert, und zwar ist das Verity von Colleen Hoover. Ich habe von der Autorin vor Jahren schon mal was anderes gelesen und das mochte ich überhaupt nicht. So dieses klassische New Adult ist einfach nicht so meins, aber das ist halt so ein bisschen anders, dieses Buch. Das ist eigentlich auch so, ja, viele bezeichnen es als Thriller, wobei ich auch nicht sage, es ist halt auch kein klassischer Thriller in dem Sinne. Es geht hier darum, dass die Protagonistin Lowen, die selber auch Schriftstellerin ist, allerdings bisher auch noch sehr unbekannt. Und sie soll das Werk bzw. eine Reihe einer sehr bekannten Psychothriller-Autorin beenden oder fortsetzen. Denn die Autorin hatte einen schweren Unfall und kann das seitdem selber nicht mehr machen. Die Reihe soll aber weitergehen und sie wird ausgewählt. Und für ihre Recherchen zieht dann Lowen in das Haus von der Autorin, die Verity Crawford heißt, ein. Und sie stößt dann halt schon ziemlich schnell auf ein sehr dunkles Geheimnis. Was das ist, das muss man natürlich selber rausfinden, indem man das Buch liest. Das findet man auch ziemlich schnell raus. Aber ich muss sagen, mich hat dieses Buch einfach absolut gefesselt. Und es war für mich halt so ein toller Kontrast zu dem, was ich vorher von der Autorin schon mal gelesen habe und ich einfach ganz furchtbar fand. Und das fand ich, ja, das war halt wirklich ein absolutes Highlight für mich. Es hat mich wirklich süchtig gemacht, muss ich sagen. Ich konnte dieses Buch kaum aus der Hand legen und habe auch, also den Großteil von diesem Buch auch wirklich in einem Rutsch weggelesen, an einem Abend, in einer Nacht, weil ich es einfach so gut fand. Und wo wir schon mal beim Thema Lesen sind, das passt ganz gut zu meinem nächsten Highlight. Ich habe früher immer Musik gehört, also ich hatte immer irgendwie Musik auf den Ohren, und dann hat sich das mit der Zeit bei mir aber so ein bisschen verlaufen, und ich mache das immer noch total gerne, dass ich Musik beim Lesen höre oder auch beim Arbeiten oder so, aber mir passiert das dann auch total schnell, dass ich irgendwie abdrifte, irgendwie dann der Musik zuhöre oder so. Also das passiert mir schon mal sehr schnell. Aber ich habe etwas gefunden, was mich einfach so krass fokussiert und mir so bei der Konzentration hilft. Und zwar ist das Lo-Fi Hip-Hop-Musik. Ich bin überhaupt gar kein Hip-Hop-Mensch. Es ist eigentlich überhaupt nicht so die Musik, die ich höre. Aber das sind so ganz entspannte und ruhige Beats, wo dann aber auch immer so eine Melodie, noch eine schöne mit dabei ist. Und irgendwie, das ist Musik, die, also auf Kopfhörern sowieso, ist man irgendwie sofort in so einer eigenen Welt und kann sich richtig gut fokussieren. Also wenn ich irgendwie arbeite, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, dann habe ich das immer auf den Ohren mit Kopfhörern. Ich liebe das total. Und auch beim Lesen höre ich mir das total gerne an. Also es gibt halt irgendwie eine Playlist bei Amazon Music, dann sage ich halt, Alexa, spiel Lo-Fi Hip-Hop Music, und dann spielt sie so eine ganz bestimmte Playlist ab, die mag ich sehr, sehr gerne. Oder es gibt auch bei YouTube ganz viele tolle Playlisten. Ich verlinke euch die gerne mal unten, weil ich die einfach, ich höre das einfach richtig gern. Wenn ihr euch wirklich richtig fokussieren wollt und konzentrieren wollt, dann ist das mein Tipp an euch. Diese Musik auf Kopfhörern und loslegen, und ja, das hilft mir zumindest richtig gut. Das war so eine Entdeckung irgendwie, die ich jetzt so in den letzten Monaten gemacht habe, die der Hammer für mich ist. Ja, das war jetzt meine bescheidene Favoritenliste. Kommen wir zu den Sachen, die mein Sohn aktuell wirklich sehr, sehr liebt. Er wird bald 3, also noch ist er 2, so ein kleines bisschen dauert es auch noch. Und was wir vor kurzem entdeckt haben, beziehungsweise was er von uns geschenkt bekommen hat, ist Tiptoy. Und ich bin da schon so lange rumgeschlichen, muss aber sagen, ich hatte mal nachgefragt, so bei anderen Mamas, so wie das aussieht mit Tiptoy, ob das wirklich auch erst ab 3 ist oder ob man das eventuell auch schon früher nutzen kann oder ob es halt wirklich noch vorher
er zu schwer ist. Das wollte ich halt irgendwie wissen. Und mir wurde halt gesagt, ja, theoretisch ja, aber dieser Stift ist halt super empfindlich und wenn das Kind noch Sachen häufig hinschmeißt und noch nicht versteht, dass Sachen auch kaputt gehen können, wenn man sie auf den Boden schmeißt und so, dann sollte man Tiptoy noch nicht nutzen. Aber jetzt aktuell ist er soweit, dass er sowas halt auch versteht und dann haben wir gesagt, okay, es gab einen Anlass und wir haben gesagt, okay, dann kriegt er jetzt das Tiptoy, weil ich der Meinung bin oder war, dass er damit sehr großen Spaß hat. Und es ist auch tatsächlich so. Er liest ja sowieso sehr gerne Bücher, beziehungsweise lässt sich gerne vorlesen und deswegen wusste ich einfach, okay, Tiptoy wird er toll finden. Und wir haben ihm das Starter-Set gekauft ab 3 Jahren. Da gibt es ja auch verschiedene, je nach Altersklasse. Und bei 3 Jahren, ich glaube, da gibt es auch nur das eine Starter-Set. Also da hat man halt dieses Buch dann dabei, unser Zuhause, mein Wörterwimmelbuch und den Stift. Man kann das Ganze natürlich auch einzeln kaufen, muss kein Starter-Set kaufen. Falls ihr keine Ahnung habt, was das ist, man hat diesen Stift und da ist ein Lautsprecher dran und man kann mit diesem Stift auf alles in diesem Buch tippen und das macht dann Geräusche oder der Text wird einem vorgelesen, man hört, was die Leute sagen. Und was ich nicht wusste, also ich dachte, das ist das Einzige, was man mit den Tiptoy-Büchern machen kann, was ich aber nicht wusste, das habe ich dann rausgefunden, hier unten sind Symbole und es gibt zum Beispiel auf manchen Seiten Lieder, die abgespielt werden können und es gibt auch Spiele. Das heißt, bei den Spielen ist es dann meistens so, was brauchst du, wenn du dir die Zähne putzen möchtest beispielsweise und da muss man halt auf die Zahnbürste tippen mit dem Stift. Und diese Spiele sind auch immer, da werden auch jedes Mal oder fast jedes Mal neue Fragen gestellt. Das heißt, man spielt das nicht einmal durch und dann kennt man alles in- und auswendig und das war halt einfach... Das fand ich richtig cool und vor allem mein Sohn findet es auch richtig toll. Der feiert das total. Und er war jetzt vor kurzem krank, daher auch die Pause letzte Woche. Und um ihn so ein bisschen beschäftigen, also wir haben das jetzt halt schon eine kleine Weile und er kennt dieses Buch halt auch echt schon in- und auswendig. Dann habe ich gedacht, um ihn zu beschäftigen, kaufe ich ihm dann noch was anderes, was er halt auch mit dem Stift nutzen kann. Das heißt, was wir halt auch noch haben, das habe ich dann gebraucht, über Rebuy allerdings bestellt, ist dann halt noch ein anderes, mein Wörterwimmelbuch, und zwar Unterwegs. Gleiches Prinzip, das sind halt wie so Wimmelbücher hier und auch hier mit Liedern und mit Spielen und man kann sich halt alles, also man kann wirklich alles, was auf den Seiten ist, kann man antippen und da werden dann Sachen zu erzählt. Hier haben wir dann irgendwie in der Stadt oder am See. Eine Baustelle haben wir auch, einen Spielplatz haben wir hier auch, also richtig toll. Und was ich dann auch gekauft habe, ist dieses hier, mein großes Wimmelbuch. Wir haben diese 2 neuen Bücher, die haben wir noch nicht lange hier, aber auch die findet er beide, er hat sich sofort drauf gestürzt. Und also das andere, das Unterwegs, das mag er noch ein bisschen lieber als das hier. Das hier ist auch erst ab 4. Muss man dazu sagen, es ist aber halt so ein ganz typisches Wimmelbuch und auch hier kann man alles antippen, nur ist halt hier das Prinzip mit den Spielen ein bisschen anders. Hier bekommt man dann eine Frage gestellt, hat zu irgendetwas, was auf diesem Bild ist und hat dann hier Sterne und man bekommt 2 Auswahlmöglichkeiten und muss dann halt den Stern auswählen, welche Antwort die richtige und die falsche ist. Deswegen ist das wahrscheinlich auch erst ab 4, weil das halt so ein bisschen komplizierter ist als in dem anderen Buch. Die sind beide ab 3, mein Wörterbilderbuch. Aber hier sich so die Geräusche anhören und eine Baustelle halt natürlich ganz groß bei ihm aktuell. Ja, also das ist mein absoluter Tipp, Tiptoy. Finde ich der Hammer. Mega coole Erfindung. Hat seinen Preis, ja, definitiv. Aber für uns hat sich diese Anschaffung auf jeden Fall gelohnt. Gibt es auch hin und wieder mal bei Lidl, habe ich gesehen, gab es jetzt auch vor kurzem erst, da gab es halt den Stift und so ein paar Bücher und Spiele. Auch da habe ich was besorgt. Allerdings ist das auch erst was für ihn zum Geburtstag und so weiter. Deswegen kann ich da noch überhaupt nichts zusagen. Weil wir das einfach selber noch nicht getestet haben. Ich habe gefühlt schon super viel hier auf diesem Kanal über das Thema Hörspiele gesprochen und ich muss auch sagen, dass mein Sohn ist halt ein absolutes Hörspielkind, also der hört super gerne Hörspiele und er macht das total gerne, zum Beispiel auch morgens nach dem Aufwachen, dann liegen und er und ich dann halt noch im Bett und dann hören wir uns zusammen ein Hörspiel an, halt nicht das Ganze, so da dann ruhig liegen zu bleiben und zuzuhören, so weit reicht noch nicht die Aufmerksamkeitsspanne, dass er so lange halt ruhig liegen kann, aber eine Weile geht das immer ganz gut und da hat er auch total viel Freude dran. Und deswegen, was für mich halt eine riesen Entdeckung war und dementsprechend auch für ihn, das waren die ganzen Hörspiele, die es bei Amazon Music gibt.
Ich wusste überhaupt nicht, also ich habe da ja schon mal ein Video zu gemacht, wir haben ja eine Tony-Box und ich habe auch super viel immer Audible benutzt und das nutze ich auch immer noch, weil da so ein paar seiner Highlights oder seine Lieblingshörspiele einfach drauf sind, die ich über Audible mal gekauft habe. Aber seit wir das wissen, dass es bei Amazon Music Massen an Hörspielen gibt, nutzen wir halt fast nur noch das, muss ich ganz ehrlich sagen. Um das wirklich so zu nutzen, muss man Prime-Kunde sein. Das sind wir schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Und ich weiß, Amazon ist kritisch und viele möchten das auch nicht unterstützen. Wir haben Prime und wir werden es wahrscheinlich auch dabei belassen. Und man hat mit Prime Zugriff auf eine riesengroße Hörspielbibliothek bei Amazon Music, halt auch ganz viele andere Musik. Was wir auch nutzen, seit wir die Alexa haben, das hatte ich meinem Mann zu Weihnachten geschenkt. Also ich habe das gesehen, ich bin aus allen Wolken gefallen und habe mich nur gefragt, so warum wusste ich das nicht und warum habe ich das nicht vorher genutzt? Also es gibt Feuerwehrmann Sam en masse, es gibt Pepper Woods, ganz viele verschiedene Hörspiele halt. Wir haben halt sonst den Toni und den hat er so geliebt und ich glaube, das war auch so das, weswegen ich zufällig darüber gestolpert bin, weil ich irgendwie in der App irgendwie Pepper Woods Hörspiel gesucht habe oder so. Und dann kam da auf einmal in Amazon Music Pepper Woods Hörspiele. Und dann habe ich gemerkt, boah, kann ich mir anhören. Und das war dann so, dann habe ich alles gesucht. Also es gibt, was gibt es denn noch? Biene Maya. Ja, halt alles, eigentlich super viel für kleine Kinder. Conny. Was macht er denn noch? Was macht er noch so gerne? Halt Benjamin Blümchen, auch ganz viel. Bibi Blocksberg, Bibi und Tina. Halt so die Klassiker, TKKG. Also super viel. Bei Spotify gibt es das ja auch, aber wir haben nie einen Spotify Premium Account gehabt. Das heißt, da kann man dann jetzt so Hörspiele nicht nutzen, weil das ja immer eine Zufallswiedergabe ist. Das heißt, man kann die Titel ja nicht in der richtigen Reihenfolge hören. Und deswegen war das für mich, Amazon Music Hörspiele, war die Entdeckung des Jahres. Definitiv. Und 2 Bücher habe ich hier noch liegen und die mache ich jetzt ganz kurz in einem Abwasch. Und zwar einmal ein Feuerwehrwimmelbuch. Also hier ist nach wie vor alles mit Thema Feuerwehr ganz hoch im Kurs. Das liebt er. Und dieses Feuerwehrwimmelbuch hat er von uns zu Ostern geschenkt bekommen. Das ist auch überhaupt nicht teuer. 6 Euro, glaube ich, waren es. Und er liebt das heiß und innig. Also was das Coole hier halt einfach ist, das sieht man halt auch hier vorne schon. Da steht, uns findest du auf jeder Seite. Da sind dann halt ja, Feuerwehrmänner oder das Auto oder so abgebildet, die man halt auf jeder Seite sieht. Und dann kann man die halt auch nochmal suchen. Und dann halt so ganz klassische, also die Bilder hier in diesem Wimmelbuch, die sind halt auch wirklich vollgepackt. Also da gibt es so viel zu sehen. Selbst ich entdecke da eigentlich immer was Neues. Und wir haben auch die Baustelle hiervon, das findet ihr auch ganz toll. Und ich verlinke euch das alles mal unten, wovon ich hier quatsche, verlinke ich euch alles unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp von mir. Und dann ein Bibliotheksbuch, das haben wir ganz frisch aus der Bibliothek ausgeliehen, die ja Gott sei Dank wieder aufgemacht hat. Und zwar, er hat es selber ausgesucht und ich hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht mitgenommen, weil ja, es sieht so aus. Und es heißt Dreieck und er liebt das. Er liebt dieses Buch. Ich habe diese Geschichte schon so oft vorgelesen. Er findet das so witzig und er spricht halt das tatsächlich schon mit. Es geht halt hier darum, es gibt halt hier in dieser Geschichte Dreieck und Dreieck, ja, bei Dreieck ist halt alles dreieckig, sowohl das Haus als auch die Tür und Dreieck möchte dann aber Quadrat einen Streich spielen. Quadrat findet das dann überhaupt nicht lustig und rennt Dreieck hinterher und ja, halt einfach echt eine witzige Geschichte und mein Sohn liebt das. Der findet dies so amüsant. Also der lacht sich halt wirklich dabei tot und wie gesagt, er spricht halt das schon fast mit. Deswegen dachte ich, ich nehme das noch mit in dieses Video rein, obwohl wir das halt auch echt noch nicht lange hier haben. Aber das ist richtig cool. Eine allerletzte Sache ist mir noch eingefallen, was mein Sohn total gerne macht aktuell, wo ich immer gedacht habe, okay, das muss ich mal besorgen für ihn, da hat er bestimmt Spaß dran. Dann habe ich das irgendwann an einem regnerischen Nachmittag, bin ich mal mit ihm zu Kodi gegangen und habe ihm einen Wasserfarbkasten gekauft. Und wie erwartet, war er im 7. Himmel. Also er saß wirklich da 1 Stunde und hat sich fröhlich mit den Wasserfarben beschäftigt. Ich habe ihm auch ein neues Malbuch halt dazu gekauft und er hat halt angefangen, damit in dem Malbuch zu malen. Irgendwann fing er an, halt sich die Hände voll zu malen und Handabdrücke zu machen. Also wirklich ungelogen, 1 Stunde. 1 Stunde und hat mich nicht beachtet. Ich saß halt dabei oder war mal kurz in der Küche oder so.
Aber das war halt etwas, da hat er sich eine Stunde lang mit alleine beschäftigt und das kommt sehr, sehr selten hier vor. Also er macht das auch immer noch gerne, er malt immer noch total gerne mit Wasserfarbe. Kleine witzige Anekdote, ich habe ihn vor kurzem gefragt, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und wollte halt eine Farbe wissen und dann hat er kurz überlegt und hat dann gesagt Wasserfarbe. Und das fand ich ganz süß. Wenn ihr ein 2-, 3-jähriges Kind zu Hause habt und Wasserfarben noch nicht ausprobiert habt, macht das mal. Macht das mal. Also es ist eine Sauerei, ja, aber das kriegt man ja alles wieder runter. Da hat mein Sohn Riesenspaß mit. Und jetzt habe ich gefühlt ewig gequatscht. Lass es damit jetzt auch gut sein für dieses Video. Ich hoffe, ja, es war vielleicht was Brauchbares für euch dabei. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und sage bis dann. Tschüss!